Hallo noch einmal. Heute werden meine Puppen und ich euch beibringen, wie man haben, sein und die Modalverben im Imperfekt verwendet. Vergesst nicht, die Untertitel und die Anmerkungen anzumachen. Los geht's! Hello again. Today my puppets and I will teach you how to use haben, sein, and the modal auxiliaries in the imperfect tense. Don't forget to turn on the subtitles and the annotations. Let's start. Hey, warum bist du gestern nicht zur Party gekommen? Meine Mutter war sauer auf mich. Ich durfte nicht zur Party gehen. Ich wollte gehen, aber ich habe letzte Woche nicht auf sie gehört. Ich sollte auf sie hören, aber ich habe es trotzdem nicht getan. Meine Mutter war enttäuscht von mir. Sie sagte, dass ich deswegen gestern zu Hause bleiben musste. Ich habe jetzt Stubenarrest. Ich habe versucht, trotzdem auszugehen, aber ich konnte nicht durchs Fenster klettern. Ich bin zu fett. Mein Kopf und Schulter haben gepasst, aber mein Po ist darin stecken geblieben. Das ist so lustig. Ich habe eine Frage. Wirklich? Ich habe gedacht, dass wir fertig wären mit deinen Fragen. Wir waren fertig, aber du hast etwas gesagt, das ich nicht verstehen habe. Was habe ich denn gesagt? Durfte, konnte, mochte, musste, sollte und wollte. Warum sagst du nicht dürfen und so weiter? Ah, so lauten die Modalverben in der Vergangenheit. Aber warum benutzt du denn Imperfekt anstelle des Perfekt? Es ist leichter, es so zu sagen. Zum Beispiel, ich darf nicht gehen. Im Perfekt wird, ich habe nicht gehen dürfen. Aber im Imperfekt heißt es, ich durfte nicht gehen. Siehst du, es ist einfacher. Wie konjugiert man die Modalverben im Imperfekt? Es ist leichter, wenn man sich die Formen, die man mit ich und er, sie, es benutzt, einprägt. Dann fügt man die Endungen an, wie bei den regelmäßigen Verben im Imperfekt. Zum Beispiel dürfen, ich durfte, du durftest, er, sie, es durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften, sie durften. Die Formen, die man sich merken muss, sind durfte, konnte, mochte, musste, sollte und wollte. Okay, lass es mich mal probieren. Ich durfte letzte Woche nicht ins Kino gehen, aber diese Woche darf ich. Als Kind konntest du nicht Fahrrad fahren, aber jetzt kannst du freihändig Fahrrad fahren. Als Kind mochte er Spargel nicht, aber jetzt mag er ihn sehr. Wir mussten die Erfahrung einmal machen, aber jetzt nie wieder. Solltet ihr die Arbeit nicht gestern machen? Sie wollten ins Kino gehen, aber jetzt wollen sie schwimmen. Ja, genau. Durfte, konnte, mochte, musste, sollte, wollte. Dann muss man die Endungen hinzufügen. Ich durfte, du durftest, er, sie, es durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften, sie durften. Ich konnte, du konntest, er, sie, es konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten, sie konnten. Und so weiter. Und warum hast du war anstatt ist gewesen in deinem ersten Satz gesagt? Solltest du nicht perfekt benutzen, wenn du sprichst? Ja, das soll man, aber es ist leichter war zu benutzen. Die Übersetzung dieser zwei Versionen ist auch komisch. Wenn man ist gewesen sagt, kann man das als has been übersetzen, aber wenn man war sagt, kann man das als was übersetzen. Zum Beispiel, ich war beschäftigt, I was busy. Oder ich bin beschäftigt gewesen, I have been busy. Wird haben auch anders gebildet? Naja, haben benutze ich nicht gleichmäßig. Manchmal sage ich hatte und manchmal sage ich habe gehabt. Es kommt darauf an, wie faul ich bin. Wenn man sich nicht sicher ist, soll man war und hatte benutzen. Man sagt fast nie ist gewesen und hat gehabt. Okay, Dankeschön. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I hope that this video helped. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Till next time. Bye. Zu Hause, zu Hause, zu Hause, zu